Hi, ich bin Timo, ich bin Make-up-Artist und mache für euch halt einen schönen natürlichen Bronzer-Look mit der einen Seite Cream Bronzer und mit der anderen Seite Powder Bronzer. Nathalies Haut habe ich mit den Foundation von Hero No Doubt Natural Foundation in der Farbe Fitzgerald und der Ilia True Skin Serum Foundation in der Farbe Milosh vorbereitet. Und die Augenbrauen habe ich vorbereitet mit dem Hero Eyeshadow in der Farbe Rough. Zuerst fange ich an mit dem Cream Bronzer in Purity von RMS Beauty. Oft wird Bronzer mit Contouring verwechselt. Bronzer hat von der Tendenz einen eher wärmeren Charakter und Contouring einen eher kälteren Charakter. Das Contouring soll eine Schattierung nachahmen und der Bronzer eher eine Bräunung. Weil ein Bronzer ein bisschen eine Bräunung imitiert, kommt der Bronzer überall dahin, wo auch die Sonne hinfällt. Sprich, kann es an die Stellen setzen, um das Gesicht auch ein bisschen zu shapen, aber wir wollen nicht unter den Knochen gehen, wo eigentlich ein Schatten wäre. Der Bronzer ist eher auf dem Wangenknochen, verbindet sich mit dem gesamten Gesicht. Wenn man im Vergleich schaut, sieht man, wie ich mit der Gesichtsstruktur arbeite und einen gebräunten Look schaffe und somit auch das Gesicht konturiere, aber nicht kein Contouring mache, also nicht die klassischen Konturlinien, die die Schatten nachahmen sollen. Für den Puder-Bronzer-Part mattiere ich vorher das Gesicht ab, damit keine fleckigen Stellen entstehen. Und dafür benutze ich den RMS Beauty Tinted Unpowder von Ton 0 bis 1. Für die Puder-Bronzer-Seite nutze ich einen Puder-Bronzer von Kia Weiß in der Farbe Faint. Diesen trage ich auch überall da auf, wo die Sonne natürlich hinfällt und eine Bräunung schafft. Hier kann man gut den Unterschied sehen, wie ein matter Bronzer funktioniert im Vergleich zu einem Cream Bronzer. Das Finish ist eher feucht, dewy und hier ist es matt mit einem warmen, frischen Look. Für die Cream Bronzer Seite benutze ich jetzt den Highlighter von RMS Beauty in der Farbe Gold Luminizer. Wichtig hierbei ist, dass sich beide Produkte miteinander verbinden und ein einheitliches Bild schaffen. Für die Puderseite benutze ich als Highlighter von Hero den Mineral Shadow Copper Delight und trage es auch auf die Höhen der Wangen auf. Ich trage den Cream Bronzer Purity auch aufs Augenlid auf. Nun gehe ich noch mit einem Pinsel unter dem Auge entlang, damit es keine harten Kanten gibt, mache ich die Konturen noch ein bisschen weicher. Das Ganze mattiere ich dann mit dem RMS Beauty Tinted Unpowder noch ein wenig ab, an den Stellen, die zu sehr glänzen. Für die Puder Bronzer Seite benutze ich nochmal den Puder Bronzer von Kia Weiß in dem Ton Faint und trage ihn auf das Lid auf. Auch hier gehe ich wieder mit einem kleinen Pinsel unter dem Auge entlang, um alles miteinander zu verbinden. Das Ganze blende ich auch wieder so aus, dass es schön natürlich im Gesicht verläuft. Jetzt benutze ich nochmal das Eyeshadow Pigment von Hero in Copper Delight und trage das Ganze auf dem Auge auf. Um den Augenlook zu vervollständigen, benutze ich den Bada Boom Mascara von Hero. Weil sich der Green Powder schnell in der Augenfalte absetzt, gehe ich mit dem RMS Beauty Tinted Unpowder noch einmal auf das Augenlid und sette dort den Bronzer. Um den Look zu vervollständigen, benutze ich von Ilia Beauty die Color Haze Multi-Use Pigments in der Farbe Stutter. Und weil die Pigmente sehr intensiv sind, mir die Farbe aber zu stark ist für den Look, nehme ich wieder etwas von dem Produkt mit einem Tuch von den Lippen. Das ist mein Bronze Look an Nathalie mit der einen Seite Cream Bronzer und mit der anderen Seite Powder Bronzer.